willkommen bei uns in der Krone Denkfabrik. Ich freue mich ganz besonders, dass heute Harald und Eileen bei uns sind, unsere beiden Krone TV-Moderatoren. Harald, Eileen, erzählt doch mal, wie gefällt euch die IAA? Was Eileen? sagt ihr? Ladies first, Eileen. Okay, also dieses Jahr ist ja meine erste IAA. Ich finde es wunderbar, es ist viel los, wir haben viele Gäste. Harald und ich haben schon das ein oder andere Foto geschossen und auch die ein oder anderen Autogrammkarten verteilt. Ja, tatsächlich. Deine erste IAA? Ja. Ja, für mich ist die ungefähr 543. Aber ja, immer wieder spannend. IAA ist immer wieder klasse. Wir haben sie alle vermisst im letzten Jahr, beziehungsweise beim letzten Mal vor 2 Jahren. Und sind umso froher, dass heute wieder was passiert und hier echte Menschen vor Ort sind. Und es kommt ja jeden Tag ein Messe-TV-Video raus. Wie ist das denn hier auf der IAA? Dreht ihr jeden Tag tatsächlich? Wir drehen jeden Tag durch und machen jeden Tag auch Dreharbeiten. Machen wir nur TikTok oder machen wir auch YouTube? Wie war das? Wir haben jeden Tag einen Messebeitrag auf unserem Krone TV-Kanal für YouTube. Dann drehen wir diverse TikTok-Videos und Instagram-Stories. Instagram drehen wir auch. Machen wir auch, Harald. Wir drehen im Übrigen auch Instagram-Stories. Ja. Ja. Und welche Unterschiede gibt es so zum normalen Dreh? Also es wird ja bestimmt anders sein, richtig? Wir sind auf jeden Fall sehr spontan. Das ist ja normalerweise im Vorfeld immer sehr durchgetaktet, unsere Drehs. Müssen wir sein, ja. Genau, und jetzt dieses Mal sind wir ziemlich spontan, das natürlich auch sehr ungewohnt für uns war, oder? Ja, aber bis jetzt, Eileen, hat es eigentlich ganz gut geklappt, ist rund gelaufen. Ja. Und ja, wir sind ganz glücklich mit uns und unseren Gesprächen hier, die wir bis dato haben führen dürfen. Wir würden gerne noch ein paar mehr führen und wir würden auch gerne einige Fragen beantworten aus der Community. Haben wir hier irgendwas aus dem Live-Publikum an spontaner Frage? Politisch oder technisch? Keiner? Ansonsten würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit der Geschichte von Krone TV. Simon, du kannst uns ja bestimmt was dazu erzählen, wie denn Krone TV überhaupt entstanden ist, welche Herausforderungen vielleicht auch dabei waren. Ja, ist tatsächlich schon ein bisschen her. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern. Wir haben damals überlegt, wir hatten einige Kanäle, die wir schon bespielt haben, aber eigentlich klassisch eher mit Bildern, kurzen Videos, aber jetzt noch nicht wirklich mit hochwertigem Content wie von den beiden jetzt geliefert. Haben dann überlegt, okay, wir wollen eine eigene Produktion anfangen, machen was selber, geben was raus, haben uns dann relativ schnell dafür entschieden, dass wir es direkt professionell umsetzen wollen und sind mit einem Kameradienstleister eingestiegen. Da haben wir dann relativ schnell gemerkt, dass es doch recht aufwendig ist, so eine Produktion umzusetzen und haben dann quasi uns überlegt, was wollen wir genau damit anfangen. Also mir war relativ schnell bewusst, ich möchte wenig Werbeinhalte drin haben, also nicht Krone TV als Werbeplattform sehen, sondern eher klassisches, Harald sagt es immer so schön, Infotainment, quasi praktische Tipps für den Alltag, für den Fahrer, aber auch für den Entscheider. Beispielsweise, wie sichere ich meine Ladung richtig? Wie setze ich ein Fahrzeug richtig an die Rampe an, ohne es zu beschädigen, etc. Aber dann quasi der zweite Aspekt einfach, wir bringen unser Krone-Fahrzeug schon sehr, sehr präsent unter, aber es soll keine Werbeveranstaltung sein. Damals habe ich es noch mit Nina zusammen gemeinschaftlich gemacht und wir haben dann auch relativ schnell gemerkt, Aufwand, Fahrzeuge bereitstellen, Geschichten schreiben und haben uns dann dazu entschlossen, wir machen es erstmal nonverbal, also keiner wird wirklich was sagen in den Videos. Und dann kam Harald immer um die Ecke und hat gesagt, es ist schwierig, für mich nichts zu sagen. Genau, das haben wir dann relativ schnell gemerkt und haben dann gemerkt, Harald mischt sich ein und dann habe ich gesagt, Harald, wenn du es so gut kannst, dann mach's doch. Obwohl Harald nichtssagend aussieht. Ne? Genau, Und richtig. Der kann die Klappe nicht halten, das ist so. Ja. Ne? Nee, und ja, so kam es dann quasi dazu, dass Harald die ersten Videos umgesetzt hat und ja, dann ist Eileen dazugekommen. Genau, wie war das denn überhaupt? Also Harald, du warst dann von Anfang an dabei und Eileen ist später dazugekommen? Ja. Also anfangs ging es alles noch sehr ruhig und dann kam eben eine Frau ins Spiel. Ne? Das ist wie im richtigen Leben. Nein. Ich denke mal, das ist eine ganz schöne Ergänzung, wir zwei. Das ist auch so eine Geschichte,
mit Generationenkonflikt, den kann man hier und da mal spielen. Ich finde, wir ergänzen uns sehr gut. Wir werden hier und da angesprochen, wenn wir über die Messe gehen. Hey, warte mal, die beiden Nasen kenne ich. Ne? Wir mussten schon die ein oder andere Autogrammkarte. Die haben wir nämlich dabei. Die habt ihr dabei? Die Autogrammkarten haben wir dabei. Und Eileen, ich würde sagen, wir haben mittlerweile 592 Selfies gemacht, oder? Also mit natürlich immer lieben Kunden und lieben Fahrern. Genau. Wir sind nah dran, Wir sind nah 592. dran. Okay. Aber dann seid ihr jetzt ja quasi schon alte Hasen. Seid ihr dann immer noch aufgeregt vor jedem Dreh? Eileen? Aufgeregt würde ich sagen nicht, aber für mich ist es immer so, wenn ich einen neuen Gesprächspartner dabei habe, habe ich schon etwas Respekt und möchte natürlich auch immer alles richtig machen. Klar. Also, wenn ich so den Begriff alter Hase höre, dann werde ich natürlich auch immer an mein Geburtsdatum erinnert. Das ist weniger schön. Nein, ich habe festgestellt, dass mich dieses sehr junge Medium auch immer wieder fordert und die Synapsen frisch hält. Und dann kommt man sich zumindest ein bisschen aktueller und jünger vor. Aber im Pass steht 65. Macht aber nichts weiter. Ich glaube, wir transportieren es in einer Art und Weise, die ganz gut ankommt. Wir haben eine vernünftige Reichweite. Und darf ich einen Wunsch äußern? Ja, immer. Ich will niemanden grüßen, aber ich würde gerne einen Wunsch äußern. Das ist in Ordnung. Wunsch wäre, dass wir mehr Feedback von euch bekommen in Richtung Fragen. Was können wir noch ergänzen? Was hat der alte Sack nicht sauber genug erklärt, was er vielleicht normal machen müsste? Oder können wir in ein Thema tiefer einsteigen? Oder können wir, weiß ich nicht, was auch immer wir können oder ihr wollt, es wäre schön, wenn wir da ganz, ganz viel Feedback von euch bekämen. Wie ist es denn generell mit den Themen? Also denkt ihr euch die Themen selber aus? Simon, wie war das am Anfang? Wie seid ihr auf die Themen gekommen? Tatsächlich habe ich mich mit Harald dann auch damals schon zusammengetan und habe überlegt, was sind so Themen, die die Branche bewegen. Und deshalb hat er sich wahrscheinlich auch eingemischt gehabt im Nachgang. Also ich habe quasi mein Leid selbst herbeigeführt. Ja, aber schlussendlich ist es... Musst du damit leben. Ne? Ich kann mich aber auch noch daran erinnern, dass Harald gesagt hat, ja, lass uns das mal 6 Wochen machen. 8. Oder 8 Wochen. 8 Wochen habe ich gesagt, und dann sind wir eigentlich durch. Dann haben wir alle Themen einmal bedient und dann gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Ich weiß auch noch ganz genau, am Anfang hat er auch immer gesagt, ja, wir haben jetzt, also ich habe relativ durchgepusht und habe gesagt, wir müssen jetzt jede Woche ein Video mindestens drehen. Habe einen gewissen Puffer auch aufgebaut, weil ich Harald auch kenne. Manchmal kommt was dazwischen. Und dann hat er gesagt, ja, lass uns mal warten. Ist ja nicht so schlimm, wenn dann auch mal ein Video nicht online geht oder wir mal 2 Wochen gar nichts haben. Da war es mir aber immer wichtig, eine gewisse Kontinuität reinzubekommen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüsselerfolg. Nicht nur etwas mal zu tun, sondern regelmäßig. Das ist das Gleiche wie beim Sport. Also ich kann jetzt einmal einen Sprint machen, schlussendlich ist aber, um zu wachsen, sollte man regelmäßig etwas tun. Und ja, Themen generieren wir eigentlich immer noch gemeinschaftlich. Tatsächlich am Anfang war es relativ einfach, weil wir viele Themen einfach nicht bespielt haben. Man konnte klassisch in eine Betriebsanleitung reingehen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Harald sich alle Betriebsanleitungen einmal zusammengesucht hat und die Themen da rausgesucht hat. Jetzt ist es natürlich schon ein bisschen was anderes. Wir haben viele Themen bearbeitet. Da hilft es dann uns, dass wir auch wirklich nah am Kunden sind und mit den Kunden auch sprechen und sagen, was sind noch Themen, die euch interessieren. Ja, also die Themen kommen sowohl von intern als auch von extern und wir nehmen jedes Thema, was wir bekommen. Wir sind mittlerweile 5 Jahre dabei, Eileen, 5 Jahre, Simon, 5 Jahre, ist das 5 oder 6? Mir kommt es wie 5 Monate vor, Tempus fugit, aber wir sind de facto schon sehr lange dabei und werden immer kleinteiliger und machen unseren Blick immer weiter. Aber es wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, wo wir händeringend nach euren neuen Fragen oder auf eure neuen Fragen oder auf eure Anregungen angewiesen sind. Darum nochmal der Appell, haut rein, fordert uns. Wir freuen uns darauf. Wenn ihr jetzt schon 5 Jahre dabei seid, dann gab es ja auch schon viele Videos. Was sind denn so eure liebsten Videos? Also mein liebstes Video ist bei Herrn Fehrenkötter entstanden.
wo wir den Transport von Oldtimern gefilmt haben, weil ich einfach die Bilder finde ich super. Es sind einfach schöne Bilder geworden. Die Atmosphäre war super, die Sonne hat geschienen, die Autos waren klasse. Also das ist auf jeden Fall mein liebster Dreh gewesen. Also mir sind alle Drehs lieb. Jeder ist anders. Aber worauf ich mich zum Beispiel sehr freue, ist jetzt Anfang Oktober dürfen wir nach Schweden reisen, zu Scania nach Södertälje, sind dort auf dem Demo-Center und werden zum einen das Demo-Center vorstellen und zum anderen werde ich dort Gelegenheit haben, einen 32-Meter-Zug zu fahren. Da sind die Skandinavier schon deutlich weiter als die Europäer, die da irgendwie meinen, mit ihren 25-Meter-Teilen könnte man irgendwie noch Eindruck schinden. Das ist lange vorbei. Da freue ich mich drauf, eine richtig technische Erfahrung. Ich glaube, Frau Wagner setzt sich dann in einen Bus und wird Bus fahren. Kann das sein? Oder weißt du das noch gar nicht? Das weiß ich noch nicht, sie wusste das noch gar nicht. Wir schauen mal, was wir da so machen. Das Geile am Demo-Center ist ja, du brauchst nicht zwingend einen Führerschein. Es ist ja Privatgelände, da kann jeder auch ohne Führerschein fahren. Und so freue ich mich darauf, dass mich Frau Wagner mit dem Bus abholt und von Haltestelle 1 zur Haltestelle 2 fährt. Selbstverständlich. Vielleicht sogar elektrisch, man wird sehen. Ich muss tatsächlich sagen, meine Lieblingsvideos sind eigentlich die Specials. Die Specials? Wo wir Harald immer zu nötigen, diverse Aktionen durchzuführen. Ich weiß, dass er sich erst immer dagegen sperrt, aber schlussendlich dann doch Gefallen daran trägt. Also Weihnachtsvideo, erstes April-Video, jetzt also zum Beispiel Mission Beyond Zero, Abseilen von Eileen. Ich erinnere dich nur an deine kurzfristige Angst, das Dach zu betreten. Vielleicht kannst du das nochmal erklären den Leuten. Die kenne ich ja nur als harten, etablierten Mann. Manchmal erzählt er Unsinn, als ob ich jemals Angst gehabt hätte, ein Dach zu betreten. Grober Unsinn. Ich habe das Dach dann betreten. Ich hatte auch 2, 3 Schweißperlchen auf der Stirn, aber es ging dann doch noch gut. Was ich heute noch merke, sind die Phantomschmerzen in den Händen. Es hat Wochen gedauert, bis die Blasen abgeheilt waren. Und man meint es ja kaum, die sieht ja relativ zierlich aus, aber wenn das Gewicht dann da am Seil hängt, ich kann euch sagen, das war nicht so einfach. Aber es ist gelungen. Auf jeden Fall. Und ja, okay, wir sitzen beide hier und leben. Leben, genau, wir leben noch. Ich habe dich nicht fallen lassen, Eili. Ich würde dich niemals fallen lassen, niemals. Aber wir merken ja schon, dass die Videos sind ja immer lustig und auch die Drehs hören sich ja schon sehr lustig an. Was passieren denn so für lustige Sachen? Ist irgendwas schon mal passiert, was ihr gerne teilen möchtet, was teilenswürdig ist? Also es gab eine sehr lustige Aktion bei unserem Weihnachtsdreh zum Cookie Liner, wo ich das Mehl in dem Eimer hatte mit dem Mixer. Und zwar ist nämlich das ganze Mehl dann hochgekommen, meine ganzen Schuhe waren versaut und Herr Schäfer hat sich sehr stark darüber amüsiert, sehr lautstark. Wenn du hier sitzt, du verstehst kein Wort. Hast du gerade was gesagt? Nein, ich glaube auch nicht. Ich kann mich entsinnen an einen Dreh, der gar nicht zustande kam, weil das Wetter war echt schlecht. Der Kunde war auch ein bisschen angenervt, weil wir extra nach Hannover gefahren sind. Ich sage auch nicht wohin. Aber wir konnten de facto nicht drehen. Es hat waagerecht geregnet. Und dann haben wir überlegt, wir machen es doch, wir filmen irgendwie unter einem Schirm oder so. Lukas kriegte schon Panik um sein Equipment. Das versaut mir alles, wird nass. Und Kunde war aber hartnäckig, und wir haben überlegt, dann machen wir einen Container auf, stellen uns da rein und dann hast du natürlich ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Und wir standen und überlegten und dann kam der Moment, da kam eine etwas heftigere Böe und dann flog da so ein Dixie-Klo quer durch die Szene. Und das war der Moment, heute wird nicht gedreht, ihr könnt nach Hause fahren. Ja, manchmal muss man eben etwas mit einem Klo runterspülen und dann ist das fertig. Ne? Also gibt es auch Tage, an denen der Dreh nicht klappt. Und gibt es dann auch Tage, bei denen bei euch nichts klappt? Also wo ihr wirklich sagt, heute kann ich nicht drehen, das geht nicht? Bei Herr Schäfer sehr häufig. Also ich sag mal so, je häufiger du Geburtstag gehabt hast, Lena, umso häufiger klappen Dinge nicht, welcher Natur auch immer. Aber haben wir schon mal einen Dreh abgesagt, außer diesen einen mit dem Dixie-Klo? Also bei Herr Schäfer ist es so. Jetzt ich versuche natürlich eigentlich auch gerne mehrere Drehs zu kombinieren, um die Kosten für so eine Produktion relativ gering zu halten.
dann hat Herr Schäfer tatsächlich teilweise die Idee, man könnte irgendwelche Sachen verschieben. Manche Dinge, da fährt der LKW dann selber um 18 Uhr einfach mal nach Werte von irgendwelchen Drehorten, O-Ton. Genau solche Sachen passieren teilweise. Tatsächlich, ich weiß nicht genau, ob das zu 100% Haralds Schuld ist, aber ja. Solche Sachen, also ich weiß nicht, Harald, ich meine, du bist ja schon ein bisschen älter, aber vergesslich bist du, glaube ich, noch nicht. Du kennst diese Diskussion, die wir teilweise hatten. Wer bist du? Weiß ich gerade nicht. Ich kann mich noch entsinnen, da hatten wir einen Dreh an einem Fahrzeug mit Bordwänden und da habe ich die Bordwände runtergelassen oder wollte die Bordwände runterlassen. Kinnegrip, mach eine auf, geh zur nächsten und ging dann wieder zurück und habe vergessen, dass ich die erste schon aufgemacht habe und renne da mit dem Schädel vor. Der Harry Potter Incident. Ja, seitdem. Ne? Und und ich merkte, Kacke. Ich wollte sagen, welch Ungemach. Ich merkte, da läuft was. Ne? Und ich ging zu Lukas und er sagte, Luki, ich glaube, ich brauche ein Pflaster. Ich habe mir die Birne gestoßen. Ne? Uah, der kriegte tellergroße Augen und hat mich erstmal zum Sani geschickt. Und der Dreh ist dann unterbrochen worden und nachgeholt worden. Ich meine mich, also kann es sein, dass seit diesem Dreh irgendwas in meinem Kopf, ich bin wieder richtiger ist, danke. Der freche Kerl da hinter der Kamera, das ist übrigens Lukas, der, wenn er mich filmt, immer einen Filter aufsetzt, das Filter nochmal filtert und das gefilterte Produkt dann entfiltert, damit ich endlich so einigermaßen tageslichttauglich rüberkomme. Jetzt seht ihr mich hier in live und in Farbe. Klaus-Peter, es tut mir leid, das ist das Gesicht. Damit müsst ihr jetzt ab sofort leben. Ja. Ach ja. Ja, ich hatte tatsächlich auch schon mal einen Dreh, der nicht ganz so gut geklappt hat. Und zwar hatte ich da morgens meine zweite Corona-Impfung. Dann sind Harald und ich zum PR-Speicher gedüst, um dort weiterzudrehen. Und es hat alles eigentlich wunderbar geklappt. Wir haben 2 Teile gedreht und ich musste nur noch ein TikTok-Video absondern. Ich weiß nicht, 30 Sekunden, wenn überhaupt. Ich habe bestimmt 50 Takes gebraucht, weil ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr reden, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Aber letztendlich haben wir es dann doch noch hinbekommen. Lukas hat gerade genickt bei 50. Oder war es 150? Ich weiß Vielleicht nicht. auch 150. Also das hat nicht so gut geklappt. Ja, es gibt viele Leute, die verkaufen einem Eskimo einen Kühlschrank. Ja? Redegewandt, witzig, charmant, alles in Ordnung. Läuft eine Kamera wie das Kaninchen vor der Schlange, kommt kein Ton mehr raus. Ja, das passiert. Und gut, bei uns beiden passiert das nicht. Gott sei Dank. Sonst hätten wir nicht so viele Filme draußen. Ja, aber eine tolle Sache. Ich bin froh und glücklich, Teil dieses Projektes zu sein. Aber kann man sich dann überhaupt richtig auf einen Dreh vorbereiten, wenn unvorhergesehene Sachen passieren? Oder wie bereitet ihr euch denn vor? Naja, das Leben passiert. Ne? Und auf das eine oder andere muss man flexibel reagieren. Ne? Ja. Aber ihr bereitet euch schon vor, das heißt, ihr arbeitet Themen auf, oder? Also, Entschuldigung, natürlich. Also, ich bin ja da bin ich Perfektionist. Ich schreibe einen Text und den Text nehme ich mir dann nochmal vor, dann wird er überarbeitet, dann wird er ein zweites und drittes Mal überarbeitet und wenn ich ihn dann in der Endfassung habe, dann habe ich ihn aber auch einigermaßen vom Wording und von Intonation und inhaltlich auf der Reihe und dann kann ich ihn absondern. Ja. Und klingt meistens brillant. Teilweise muss er leider auch mal zensiert werden. Ja, okay. Ab und an. Waren da nicht jugendfreie Äußerungen dabei? Unter anderem. Ich habe es verdrängt. Das ist in Ordnung. Ich hab's verdrängt. Sehr schön. Ja, sehr schön. Achso, du stellst die Frage, ja genau. Ich wollte gerade fragen, ob noch Fragen aus dem Publikum da sind. Harald, du wolltest doch noch mit deinem Mikro rumgehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt durch diese Mengen da durchkomme mit meinem Mikro. Darum bleibe ich, glaube ich, besser sitzen. Bleibst du immer sitzen.
Nee, das wird nichts. Mit einer Frage aus dem Publikum wird das heute nichts. Fragen, Aber vielleicht klappt es ja morgen. Wir sind ja morgen auch wieder auf der Bühne. wir sind morgen auch wieder auf der Bühne. Wie viel Uhr, Eileen? 11:30 Uhr. 11.30 Uhr oder 10.30 Uhr? 11.30 Uhr. 11:30 Uhr, danke Lena. Ich auch um 11.30 Uhr. Auch du um 11.30 Uhr. Also es könnte sein, dass ich ab 10.30 Uhr schon hier warte, aber dann, es ist wohl eher 11.30 Uhr. Okay, ja, gut. Ich werde dich morgen früh nochmal daran erinnern. Ja, ich bitte darum. Ja, okay. Alles klar, dann würde ich sagen, danke, ihr drei. Ja, prima. Wir sehen uns morgen wieder hier, In alter Frische, vor allen Dingen alt. Ne? Okay? aber auch frisch. Aber auch frisch. Okay, in diesem Sinne, tschüss zusammen, danke, dass ihr da wart. Bis Danke. morgen.